Willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal, der Modellbauer. Ich bin der Sven und heute gibt es ein kleines Review-Video zum Fiat 500F, der jetzt hiermit auch fertiggestellt ist. Und ich möchte euch gerne in diesem Video erzählen, wie ich den gebaut habe, was ich noch an Zusätze gemacht habe, mit welchen Gerätschaften ich was gemacht habe. Und ja, dafür würde ich sagen, ich hole euch ein bisschen näher ran und dann schauen wir uns das Modell mal genauer an. Ja, hier haben wir jetzt den kleinen Fiat 500F von Tamiya. Der ist in der Länge 12 cm und hat eine Höhe von 4,5 cm. Ich habe das Dach so gewählt, dass ich das Faltdach runternehmen kann und kann das normale Dach, das geschlossene Dach draufsetzen, so dass man immer, sagen wir mal, wählen kann, wie man das sich in die Vitrine stellt. Ich finde es mit einem offenen Dach schöner. Ich habe unter anderem an dem Modell ein Flocking gemacht. Vielleicht erkennt man es ein bisschen. Und zwar ist das mit Andazit. Dafür habe ich dieses Teppichflocking genommen von Scale Production. Eine Dose kostet bei der Firma 1,50 €. Ihr tut das ganz normal in ein Sieb rein. Ich mache das immer so, dass ich den Boden mit Klarlack einpinsel, schön dick, und dann das Flocking drauf siebe und lasse das ca. 1 bis 2 Minuten einwirken und dann durch den Rest runterklopfen, ganz leicht, einfach von auf dem Boden unten mit einem, ich nehme mal einen Pinsel dazu, einen Pinselstock oder den Griff besser gesagt. Und ja, und dann lassen wir das soweit erstmal stehen. Die Motorklappe soll man eigentlich öffnen können. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Baufehler habe. Die lässt sich nicht mehr richtig öffnen. Entweder liegt es daran, dass das Nummernschild hier an die Heckschürze anschlägt. Nicht Heckschürze. Ach, Mist. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, auf jeden Fall lässt die sich nicht schön öffnen mehr. Vielleicht kann man ja einen Blick reinwerfen. Nee. Ja, kriegt man nicht hin. Auf jeden Fall ist da nämlich ein Motor drin. Jetzt ist es leider schade, dass man den nicht mehr so sieht. Ja, die Sitze habe ich in Rot-Weiß gemacht. Das ist alles in Seitenmatt. Das wäre einmal Rot 331 und Weiß ist die 5. So genauso wie die Türen. Die Farben sind von Revell. Das Armaturenbrett und die Außenfarbe habe ich mit Tamiya Sprühfarbe gemacht. Und zwar ist das TS 45. Ja, das ist das Perlweiß. Es sind immer 100 Milliliter drin in so einer Dose. Kostet ca. 9 bis 12 €, je nachdem, wo man es sich kauft. Ich habe für dieses Modell ja eine ganze Dose gebraucht. Die Farbe hat sich nicht sehr gut decken lassen. Ich weiß nicht, ob das bei allen Farben so ist oder ob das nur bei dem Perlweiß so ist. Weiß nicht, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich möchte noch ein VW Bulli bauen und da ist die Farbe außen orange, glänzend bzw. metallic, und dann weiß ich immer im Vorfeld, ob die hoffentlich deckt. Ja, jetzt schauen wir uns mal den Unterboden an. Nicht sehr spektakulär. Hier kann man noch schön den Motor sehen. Die Lenkungen lassen sich nicht sehr schön anbringen. Hier sind so 2 Stifte dran, die mir hier einführen soll. Die habe ich weggeschnitten und dann habe ich das einfach nur so festgeklebt, weil ich habe es versucht aufzubohren, aber das hat dann auch nicht geklappt. Ich weiß nicht, ob das dann, ja, an was das dann lag quasi. So bin ich aber zufrieden. Wo auch viele
Fragen in einigen Facebook-Gruppen, wie kriegt ihr den Glanz hin? Und zwar nehme ich von AWO, ich schiebe mal kurz das zur Seite, klar, das ist der Klarlack von AWO. Dazu gibt es nämlich noch einen Härter und unter anderem eine Verdünnung. Wie ist da das Mischverhältnis? Das Mischverhältnis lautet Klarlack 10 Milliliter und vom Härter 5 Milliliter und von der Verdünnung auch 5 Milliliter. Bei der Verdünnung ist es so, da müsst ihr dann schauen, bis euch die Konsistenz gefällt. Ihr könnt da auch etwas mehr nehmen von Verdünnung. Es darf halt nicht mehr, es muss richtig klar sein. Also nicht jetzt wie bei den anderen Farben, wo es heißt milchig. Da muss es richtig schön klar sein. Dann, wenn ihr den Klarlack dann aufgebracht habt, ich habe ihn circa 3 Tage durchziehen lassen, trocknen lassen, ausgasen lassen. Manche sagen, bei dem AWO kann man auch nach einem Tag rangehen. Ich warte lieber 3 Tage und baue halt in der Zwischenzeit das Interieur und die Bodenplatte und auch die Aufhängungen. Und dann habe ich mir für einen Dremel was besorgt. Und zwar gibt es da hier so einen Polierteller. Die sind richtig extra dafür gemacht. Und unter anderem gibt es dann so Polierschwämme, so verschiedene. Der schwarze ist ein ganz weicher, also sehr weich, und der gelbe ist weich. Dann gibt es noch einen roten, der ist hart. Den habe ich mir jetzt nicht zugelegt. Ich habe für die Schwämme habe ich 3,50 € bezahlt und für den Polierteller habe ich, glaube, das waren 2 € bezahlt. Es hat sich auf jeden Fall bewährt gemacht, so rum. Und mit was poliere ich das Ganze? Natürlich mit den Tamiya Compound. Hoppala. Da gibt es nämlich 3 verschiedene. Da haben wir einmal das Grobe, das als erstes. Als zweites nehmen wir dann das Feine und zum dritten nehme ich dann das Finish. Und ganz zum Schluss nehme ich Autowachs Politur, um das nochmal richtig zu versiegeln. Die Deagles waren an dem Modell jetzt nicht mehr so das Beste, sage ich mal. Und zwar ist mir hier vorne das auseinandergegangen. Normal hat man hier außenrum noch zwei, ja, ich nenne es mal Gitterpunkte. Ich habe die seitlich weggeschnitten, so dass ich halt noch das Fiat-Zeichen habe. Und ja, die Hecklichter, die mache ich nicht mit Farbe, sondern ich nehme mir einen roten Edding und einen orangenen Edding. Da gibt es in Orange, habe ich mir da den Textilmarker zugelegt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Bin sehr zufrieden. Auch hier vorne die Blinker habe ich auch damit gemacht. Und diese 2 Lichter hier vorne, unten die 2, die habe ich von innen mit Chrom bemalt. Und zwar mit den Chromstiften Liquid Chrome. Die sind sehr gut. Unter anderem sind die auch sehr gut dazu, wenn wir diese Chromteile nämlich aus den Gießästen trennen, haben wir immer da, wo wir abtrennen, die weiße Schnittfläche. Und das einfach mit den Chromstiften nachgehen und dann habt ihr kein Problem damit, dass euch das irgendwo am Modell stört, weil ihr das nämlich im Nachhinein nicht mehr seht. Ja, was mich halt wirklich stört, ist leider, dass die Motorhaube nicht mehr aufgeht. Ich vermute, ich habe irgendwo einen Baufehler, weil die sind hier hinten, da sehen wir die 2 Stifte von den Motor- und Motorklappe. Entweder noch ein bisschen weiter reindrücken oder ich habe es zu weit reingedrückt.
Ich möchte jetzt aber ehrlich gesagt auch nichts mehr daran machen. Ich bin froh, dass er jetzt so dasteht, wie er dasteht. Ich bin nämlich sehr, sehr zufrieden damit. Und ja, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ich würde sagen, ja, das Armaturenbrett, das habe ich, wie ich schon mal erwähnte, in der Wagenfarbe gemacht und habe es dann auch noch mal zusätzlich mit dem Klarlack versiegelt. Was mir auch aufgefallen ist, weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, und zwar die Motorhaube, die habe ich separat lackiert und ich vermute, hier hat das Weiß nicht richtig gedeckt und dadurch schimmert immer noch ein bisschen Grundierung durch. Das ist zwar ärgerlich, aber das habe ich erst im Nachhinein gesehen, wo ich die Motorhaube eingebaut habe. Ich hätte vorher anpassen sollen, um zu schauen, ob das passt. Habe ich leider versäumt. Ja, Grundierung, was nehme ich dafür? Die von Tamiya. Dies ist die feine Grundierung, ist 250 Milliliter müsste die haben, ne 180 Milliliter. Und reicht für einige Modelle. Hier ist es wieder so, die reicht wirklich für einige Modelle und nicht so wie bei der Außenfarbe, wo man eine Dose komplett verbraucht, weil es nicht richtig deckt. Ist sehr zu empfehlen. Sind wir bei einem Preis von ca. 13 €. Auch je nachdem, wo ihr das dann kauft. Ja, ich würde sagen, ich bin soweit durch und jetzt werde ich mich noch mal kurz vor die Kamera schwingen. Das war mein kleines Review-Video zum Fiat 500F von Tamiya. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar, wenn ihr den Klarlack nimmt von AWO, den gibt es auf der großen Seite mit dem E zu kaufen für rund 15 €. Ihr müsst die Airbrush danach richtig sauber machen, weil es bleiben Reste übrig, beziehungsweise die Airbrush, die verklebt dann. Es ist auch so, wenn ich jetzt, bei mir war es so, wenn ich mehr angemischt habe und habe gedacht, ja, das kann ich dann beim nächsten Mal hernehmen, war es dann so, dass ich den nicht mehr hernehmen konnte, weil er hart geworden ist. Das war so, ja, wie so eine Art Gummiball war das dann oder Gummimasse. Ja, müsste man schauen, ob man das dann vielleicht so anmischt, dass man dann alles verbraucht. Aber das probiert es einfach mal aus. Und ich habe zum Beispiel eine Tamiya Gläser rein, die leer sind, und ist trotzdem ausgetrocknet. Ja, hinter mir seht ihr schon den Audi R8 zweiter. Da bin ich noch am Bau und den wird es dann auch demnächst hier auf meinem Kanal geben als Review-Video. Und da werde ich euch genauso wie in diesem Video erklären, was ich an dem Modell gemacht habe. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Und als Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis dahin, tschüss, euer Sven.